Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge von Playmocast und natürlich auch hallo und herzlich willkommen in dem neuen Kalenderjahr 2026. Frohes und gesundes neues Jahr an alle Hörer und Hörerinnen und natürlich auch an die beiden, die heute zu Gast sind in diesem Podcast oder in dieser Podcast-Folge. Hallo Sabrina, hallo Leo. Hallo lieber Lars, hallo Leo. Hallo. Wir sind auch in diesem Jahr wieder unterwegs und haben ein neues Spielformat mitgebracht, ein neues Spielformat, auf das ich mich sehr freue. Bevor wir dieses Spielformat hier vorstellen in dieser 71. Folge, schicke ich erstmal liebe Grüße nach Bayern, liebe Grüße nach Österreich. Leo, für alle, die dich nicht kennen, du bist der Jüngste hier bei uns im Podcast. Du bist 15, kommst aus Österreich, finde ich immer wieder witzig, weil das hier so ein bisschen internationalen Flair hat. Das finde ich cool. Und Sabrina, du bist jetzt nicht wie ich eigentlich in der Prignitz, sondern du bist ein bisschen näher dran an Leo als sonst, denn du bist in Bayern unterwegs. Genau, ganz genau genommen bin ich in Bad Kissing, in der Kurstadt überhaupt, direkt an der Saale. Und es ist wunderschön hier, allerdings von der Wetterlage her gerade nicht so schön wie in der Prignitz. Ja, stimmt, ne? Ja. Weil wir haben vorhin ganz kurz drüber gesprochen und mir gingen meine Freunde in den letzten Tagen so auf die Nerven, weil bei uns hat es ja richtig viel geschneit oder zumindest in der Prignitz und auch in Berlin und in Hamburg und dann habe ich so Bilder bekommen, weil einige Freunde von mir auch wissen, wie sehr ich den Winter liebe und wie cool Schnee für mich ist, haben die mir dann teilweise auch Bilder geschickt, weil ich immer auch gesagt habe, boah, jetzt war der Weihnachten ja so geil kalt, also es war ja richtig cool, mal wieder so ein frostiges Weihnachten zu haben. Und dann fiel aber kein Schnee, der hat mir so ein bisschen gefehlt, um die ganze Sache perfekt zu machen. Ja, bei uns in Graz hat es genau an Weihnachten genauso am Abend begonnen zu schneien. Ah, krass, das ist ja ein Traum. Das war Ja, sehr krass. mega. Ja. Das erste Mal seit Da bin ich 2010 richtig wieder. neidisch. Ich habe auch gelesen, glaube ich, 2010 war das letzte Mal, dass bei uns hier Schnee lag, glaube ich, oder in der Prignitz Schnee lag, oder ich weiß gar nicht mehr wo. Und da haben wir vorhin noch ein bisschen drüber gesprochen, weil, Sabrina, du meintest, boah krass, du bist schon im Süden und, und hast keinen Schnee. Und dann hat Leo gesagt, hey, ich bin in Österreich, ich habe auch keinen Schnee. Und ich denke mir so, boah krass, ey, da sind wirklich diese Orte, die eigentlich prädestiniert sind für Schnee, die sind halt gar nicht mit Schnee behaftet oder mit Schnee ausgestattet. Und dann, ja, hatte ich ja auch immer im Norden bei uns hier in Rostock, hat es gestern geschneit. Und ich musste direkt ein Bild posten, obwohl so 1 Zentimeter Schnee maximal gefallen ist. Also viel los ist da nicht. Ich hoffe, wir werden da noch ein bisschen reichlich beschenkt. Und Sabrina, für dich natürlich bitter, dass du gerade nicht zu Hause bist und da diesen Schnee, diese weiße Winterwelt verpassen musst. Ja, ich bin auch ziemlich traurig, aber ich bin guter Dinge, dass ich hier auch noch beglückt werde. Ein paar Wochen bin ich ja noch hier. Ja, ja, das hoffe ich, das wünsche ich dir sehr. Ja, ab morgen soll es wieder schneien in Österreich, also vielleicht auch in Bayern. Ah ja, da sind die Aussichten ja gar nicht mal so schlecht. Ja. Ich habe vorhin schon gesagt, die Aussichten sind auch gar nicht so schlecht für dieses Kalenderjahr, denn wir haben neue Formate mitgebracht. Wir machen in dieser 71. Folge noch ein neues Format. Wir machen in der 72. Folge noch ein neues Format. Kann ich ganz kurz erzählen. Also das weiß ich schon ganz sicher, dass wir da ein neues Format machen, Sabrina, weil wir haben die Folge schon aufgenommen. Die kommt dann also am Ende des Monats und dann machen wir in der 74. Folge nochmal ein neues Spielformat. Also hier gibt es neue Spielformate en masse. Wir haben dann insgesamt 11 Stück und diese 11 Spielformate werden dann, habe ich mal so beschlossen, immer in der gleichen Reihenfolge stattfinden. Also die haben ihre feste Position und wir werden dann zwischendurch bestimmt auch mal Themenfolgen wieder machen, so wie früher. Und die werden wir dann einfach dazwischen schieben. Aber wenn wir diese Spielformate machen, dann haben die immer die gleiche Position, weil dann haben wir den Vorteil, dass da nicht jemand sagt, ja, ich will aber lieber das machen und mag alt gegen jung nicht oder mag dieses oder jenes nicht und so müssen wir es irgendwie machen. Das finde ich ein bisschen geiler, weil dann werden die alle gleich oft verwendet und dann genau machen wir dieses Kalenderjahr so, dass wir 3 auf jeden Fall dabei sind, Sabrina und Leo. Und dann ist Tobi natürlich wieder dabei. Und für mich eigentlich immer noch jemand, der, ja, also für immer zum Podcast gehört, Philipp, der ja auch Gründungsmitglied dieses Podcasts ist. Also wenn Philipp mal wieder Bock hat, gerade auch in diesem Jahr auf Podcast-Folgen, dann kann Philipp auch immer wieder gerne vorbeikommen, würde ich mich sehr freuen.
Hat noch sehr, sehr viele coole Folgen zusammen. Deswegen fühle dich herzlich eingeladen. Und mit diesen Worten würde ich sagen, gehen wir mal direkt rein in das neue Spielformat Königsjoker. Königsjoker. Und wenn ihr euch gefragt habt, was mit den Jokern passiert, über die wir die ganze Zeit sprechen oder auch gesprochen haben, dann werden wir das in dieser Folge hier aufklären, denn wir haben einen Turnierbaum erstellt, beziehungsweise ich habe den mitgebracht und wir haben 16 Sets dabei, haben die angesiedelt und diese 16 Sets sind hier im Turnier aufgestellt. Wir beginnen im Achtelfinale und hier sind eben alle Sets dabei. Die sind jetzt nicht so richtig gut geordnet, wie ihr seht, weil wir haben in der Folge 48 angefangen und haben dann zwischendurch immer noch gar nicht genau gewusst, was mit den Jokern passiert. Und wenn wir jetzt diese 11 Formate haben, dann wird sich das ein bisschen besser hier eingliedern. Dann weiß ich ganz genau, welche Joker da dazugehören und welche nicht. Und ich würde sagen, ich glaube, wir müssen uns dann hier ein bisschen beeilen im Achtelfinale, weil ich hier schon ein bisschen viel erzählt habe gerade und schon 6 Minuten von der Uhr genommen habe. Wir fangen im ersten Achtelfinale an und im ersten Achtelfinale, da gibt es aus Folge 48 das Set von Tobi, das ist das Wohnzimmer aus der Rosa-Serie, gegenübergestellt der königlichen Küche aus der Folge 66, die habe ich da gewählt und jetzt ist die Frage, für wen entscheidet ihr euch? Willst du starten? Kann ich ganz kurz und knapp. Ich entscheide mich für Lars Folge 66. Einfach weil, ich habe die genaue Bezeichnung von dem Set jetzt leider nicht hier. Und ganz kurz und knapp, es spricht mich von den Farben her einfach schon mehr an. Es wirkt viel heller, freundlicher. Über die Küchenhexe hatten wir schon mal gesprochen. Genau. Ja, war auch ein Set, was du geil fandest. Ne? Auf jeden Fall, genau. Leo, was sagst du? Ich bin eigentlich auch der gleichen Meinung. Ich bin auch für Lars Folge. Einfach, die Set ist einfach heller. Ja, die Küche, halt der Ofen ist super dargestellt und so generell. Die Figuren auch richtig. Ja, gefällt mir gut. Ich finde beide Sets cool. Finde auch das Wohnzimmer aus der Nostalgie-Reihe cool. Ist ja auch ein Klassiker-Set. Nostalgie-Reihe vielleicht auch ein bisschen zu sehr gehypt am Ende, aber ich würde auch sagen, es sieht jetzt natürlich ein bisschen blöd aus, aber dafür bin ich ja hier. Die königliche Küche gefällt mir auch ein bisschen besser. Ich mag diese Princess Magic Welt. Ich mag die Dinge, die da gut miteinander harmonieren und verwendet wurden. Deswegen bin ich auch ein bisschen bei euch und mir gefallen die Farben da auch besser. Und ich würde sagen, dann haben wir schon mal unser erstes Viertelfinal-Set. Hier steht es 3:0 für die königliche Küche. Weiter geht's im zweiten Achtelfinale. Das ist aus der Weihnachtsfolge. Meine 3 Svarten Pietz, also mein Weihnachtsset, das ich mir auch gekauft habe. Ich habe mir 2 meiner Joker direkt gekauft, zu Weihnachten auch. Die sind jetzt bei mir, kann ich hier im Video auch einblenden, das soll ich gar nicht beeinflussen. Wird auch ein bisschen schwierig, weil der Konkurrent in dieser Gegenüberstellung ist hier Sabrinas Set, Sabrinas Meerjungfrau mit der wundervollen grünen Farbe, der mintgrünen Farbe und der Farbwechselkrake aus Folge 66 aus der Duellfolge. Wen habt ihr da als Favoriten? Soll ich gleich starten? Ja, mach mal. Also, ich bin da bei Sabrinas, weil ich erstens halt nicht ganz verstehe und ich finde die Krake einfach cool. Ja, guter Punkt. Ja, also ich bin auch bei Sabrinas Set. Boah, da geht mein erster Favorit hier raus. Ja, ich finde die Meerjungfrau einfach, also die haut mich immer noch um und der Wechselkraken, ich finde das einfach ein nettes Nice to have und gewinnt für mich auch hier im Duell. Ja. Okay, ich bin natürlich für meine 3 Svarten Pietz. Also jetzt nicht nur, weil es mein Set ist, sondern weil es wirklich eins meiner, ist eigentlich, glaube ich, mein Lieblingsweihnachtsset. Das sind die Helfer vom Sinterklaas, Leo. Für alle, die da noch mal ein
paar mehr Informationen zu haben wollen, hört gerne Folge 50, da erkläre ich das ein bisschen. Folge 69 natürlich auch, aber in der Folge 69 weise ich auch auf Folge 50 hin, also von daher, oder verweise ich auf Folge 50, von daher könnt ihr euch das da gerne nochmal anhören, weil ich da ein paar Sätze zu den Niederländern und ihr Weihnachtsfest sage. Aha. Und dann sind wir hier 2:1. Also Sabrina, dein erstes Set ist schon mal gerettet. Und im Viertelfinale herzlichen Glückwunsch. Wir gehen direkt weiter in die weihnachtliche Zeit, in die Weihnachtsfolge, in die Folge 69, die Kaiserfolge. Und zwar geht es um Jonas Baumschmuck und um Tobis weihnachtliches Wohnzimmer. Ich fange mal direkt an und sage, ich bin kein großer Fan des Wohnzimmers, finde den beleuchteten Weihnachtsbaum ziemlich geil, mag die roten Möbel nicht und finde den Christbaumschmuck einfach ziemlich cool und bin großer Fan davon und deswegen wähle ich den. Also ich bin auch komplett bei Baumschmuck, weil ich habe das noch nie gesehen, dass es sowas gibt. So Geil. Christbaumschmuck, und das finde ich echt eine coole Idee. Und das Wohnzimmer ist halt, ich weiß nicht, spricht mir nicht so an. Ja, Ja. Sind rote Ledermöbel nicht so deins oder was? nicht so ganz, nein. Okay. Hm? Ich finde rote Ledermöbel ja gar nicht so schlimm. Die sind halt auch schnell zu reinigen, ne? Ziemlich clean. Stimmt. Und da liegen Geschenke und den kleinen Jungen finde ich irgendwie auch ganz nett. Aber ich wusste auch nicht, dass es Baumschmuck von Playmobil gibt. Ja. Und finde Gibt es, glaube ich, es, seit 97 nicht mehr. Hm? ja, und finde es einfach von der Integration am eigenen Weihnachtsbaum her total nett. Mhm. Also ich würde hier mit euch übereinstimmen und auch Jonas Folge 69 den Christbaumschmuck wählen. Herzlichen Glückwunsch an Jonas. Also dann steht es hier 3:0. Dann geht es direkt weiter mit dem 4. Achtelfinale. Und zwar, Leo, dein einziges Set ist hier mitgebracht. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich für dich, weil ich mir gedacht habe, derjenige, der hier mit seinem Set diese Folge gewinnt, darf sich bei der Folge König dann das Thema aussuchen, was er besprechen möchte, also worum es geht, und darf sich dann auch aussuchen, mit wem er diese Folge zusammen macht. Also du hast jetzt natürlich die geringe Chance, mit diesem einen Set zu gewinnen, aber beim nächsten Mal wird das ja ein bisschen besser aufgeteilt sein, Ja. weil wir dann ja auch ein bisschen zielgerichteter wissen, wohin die Reise hier geht mit diesem Spielformat, und deswegen tut mir erstmal leid. Wir hoffen, dass dein Set hier weit kommt, aber natürlich hoffe ich, dass ich mit meinem Set hier gewinne. Ist gar nicht mein Set, sehe ich gerade. Ist nämlich die beste zweite Platzierung. Ich bin großer Fan davon. Beste zweite Platzierung aus Folge 64 kann ich ganz kurz mit dem Hintergrund sagen, dass in der Folge 64 meine besten, da haben wir über die Themenwelt, ich weiß, worüber haben wir denn gesprochen? Ich weiß gar nicht mehr. Sabrina. Ach so, um die Neuheiten. Stimmt, es ging um die Neuheiten. Jetzt fällt es mir wieder ein, und da haben wir uns beide für die Fee entschieden, die gleich noch kommen wird, für die Zahnfee. Deswegen war das Set, was wir insgesamt als zweiten Platz am besten gewertet haben. Bisschen viel gelabert gerade. Für wen entscheidet ihr euch? Wir kennen das ja schon von dir, Lars. Oh Mann, das ist schwer. Lars, weißt du schon, für welches du dich entscheiden wirst? Ja, ich bin fürs Feen zu Hause, weil ich mir auch bei dem tierischen Badespaß, nichts gegen Leo, ich habe das Set damals auf Gold gesetzt und habe dann generell auch betrachtet, dass ich bei dem Spielformat Wohin damit irgendwie Silber immer ausgeblendet habe, weil irgendwie war Silber für mich immer so eine Verliererposition, und alle Sets, die ich gut finde, habe ich sofort in Gold gepackt, und bei dem Set tat es mir leid, dass ich es in Gold gepackt habe, weil es eigentlich für mich nur Silber war. Also ich finde es richtig gut, aber auch nicht so richtig krass. Und deswegen hätte ich gesagt, das Feen zu Hause ist hier irgendwie ein bisschen mehr meine Welt, obwohl ich damit gar nicht so viel anfangen kann. Ich habe das Feen zu Hause ja immer gehypt. Weißt du, das ist ja auch das Set, wo ich in der Folge gesagt habe, dass ich das mit dem Briefkasten auch so süß finde und wir die ja dann irgendwie, Ja. wir können den ja Post zuschicken. Ja, stimmt, ich weiß noch. Ja, irgendwie war die Vorstellung ganz süß, aber ich finde das mit dem Nilpferd natürlich auch sehr niedlich und da gefällt mir die Figur einfach auch so gut. Die sieht so modern aus. Ja. Aber ich entscheide mich. Ah nein, ich gebe Leo eine Chance. Ich entscheide mich für das Nilpferd-Set. Stark. Finde ich gut. Ja,
Ja, meine Bewertung ist eben. Ich bin auch für mein Set. Ja, ne? Ja, Okay, 2:1 steht's. Dann hast du schon mal einen sicheren Viertelfinalplatz hier mhm. in diesem Turnier. Glückwunsch. Ein Wahnsinn. Ja, wirklich stark. Mal gucken, wie weit dein Set noch kommen wird. Wir gehen mal weiter zum Turnierbaum oder zur anderen Turnierbaumseite. Und zwar geht es hier auch um die Folge 63. Da war nämlich die Fee mit Joiling und Einhorn mein Favorit hier. Und dann, Sabrina, ist hier unser Favorit. Boah, so ein krasses, so ein endlos geiles Set, wirklich. Die Zahnfee, die ist hier meiner Fee gegenübergestellt. Ich mach's mal kurz und sag, die Zahnfee ist einfach Beste. Same. Gehe ich voll mit. Also ganz Jo. klar. Ich auch. Ja. Ja, ist einfach ein Kracher, finde ich. Ist einfach so stark gemacht. Können wir nachher nochmal drüber reden. Ich glaube, das Set kommt auch nochmal ein bisschen weiter. Dann können wir nachher im Viertelfinale noch ein bisschen ausführlicher über die Sachen dann sprechen. Falls uns dann noch ein paar Sachen auffallen und vielleicht fallen uns in der nächsten Gegenüberstellung schon auch ein paar Sachen auf, die uns gefallen oder nicht gefallen. Das ist einmal aus der Folge 67, aus der zweiten Nostalgie-Folge, die ich mit Tobi zusammen gemacht habe. Einmal das Kinderzimmer aus der Rosa-Serie von mir und einmal das Badezimmer von Tobi. Das sind die beiden Joker. Wer möchte zuerst? Mir ist egal. Ich musste das, ich musste das gerade auch noch mal ein bisschen genauer betrachten. Okay, dann sage ich gleich. Ich bin da beim Badezimmer. Ich finde ich finde das richtig cool. Vor allem mit der Dusche, die noch mit Ja. dem Ofen beheizt wird. Und generell das Waschbecken und so, finde ich so vom Aufbau und den Farben her besser. Ja, ist schon sehr, sehr stark, finde ich auch, ja. Ja, hier fällt mir der Vergleich auch total schwer, weil also vieles irgendwie auch ähnlich ist. Mhm. Also für mich gibt es ja gar nicht so die Riesenunterscheidung, außer dass es eben zwei verschiedene Settings sind. Aber ich entscheide mich für das Kinderzimmer, weil ich das mit dem Hochbett so süß finde und den Schrank und die Eisenbahn. Ja, Und ja, Punkt. Und mit dem Puppenwagen, ich finde das irgendwie süß. ja. Der ist richtig cool gemacht, ja. Ich finde auch die Eisenbahn, wie du sagst. Und ich habe mich da in der Folge eigentlich für ein anderes Set entschieden erst. Und dann habe ich mir aber das Set mit einem besseren Artikelbild angeguckt. Und zwar haben die das 2000, oh, jetzt muss ich überlegen, 22 oder 23, nochmal neu rausgebracht. Ich glaube 23 war es. Da bin mir jetzt gar nicht sicher, kann auch 22 gewesen sein. Ah ne, 23 haben die es, glaube ich, neu rausgebracht. Dieses gleiche Set nochmal identisch. Und dann habe ich mir das Set nochmal angeguckt mit dem neuen Artikelbild. Und das ist wirklich ein Traumset, finde ich. Mir gefällt das Hochbett und die Gestaltung der Figuren, diese Eisenbahn, dieses Schaukelpferd, obwohl es dieses eklige Grün ist. Also finde ich auch traumhaft, deswegen würde ich da direkt raufgehen. Dann haben wir im vorletzten Achtelfinale zwei weihnachtliche Häuser aus der Folge 50, aus der Weihnachtsfolge, auf die ich gerade verwiesen habe. Wir haben einmal das Lebkuchenhaus und einmal von Tobi das Zuhause vom Weihnachtsmann oder so heißt es, glaube ich. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Für wen seid ihr da? Das geht bei mir relativ schnell. Es ist Lars Folge 50. Einfach weil das ganze, ja, das ganze Dach ist mit Schneebitte. Das tut mir auch total leid. Tobi, verzeih es mir bitte. Aber das ganze Dach ist mit Schnee bedeckt. Das gibt mir viel mehr winterliche Vibes. Irgendwie sieht das Haus von der Ja. Optik her auch für mich ein bisschen seichter, entspannter, heimeliger aus. Dieses Grün, also das stellt ja so ein bisschen das Fachwerk-Haus, glaube ich, dar. Aber das ist für Ja. mich so ein Break. Das wirkt so hart auf mich. Und deshalb Finde ich auch, ist es ja. das Linke. Ja. Ähm, Leo? Ich bin da auch bei Lars Folge 50. Ich finde da halt das Haus, finde ich schöner. Und vor allem, dass man da, dass im Dach die Keksausstecher drin sind, finde ich sehr kreativ und cool gemacht und eingebaut. Und ja, und es sind auch mehr Figuren, oder? Dabei. Das sind sehr, sehr coole Figuren. Das sind ein paar Wichtel dabei. Genau, ich habe mir das Set ja auch gekauft, also dieses Set und die 3 Svarten Piets. Die habe ich mir gekauft. Das Haus fand ich ein Traum, als ich es damals zum ersten Mal gesehen habe in der Folge. Ich habe damals auch Tobis Haus ganz schön schlecht geredet, glaube ich.
in der Folge 50, also zu Recht aus meiner Sicht. Also ich finde es halt nicht so weihnachtlich und ich finde weiß und grün, das sieht nicht geil aus. Dieses grüne Fachwerk finde ich jetzt nicht geil. Ja, und vor allem das Dach von dem, das komplette weiße Dach, halt das komplette Schneedach ist richtig, finde ich richtig cool. Ja, und sieht auch wirklich aus, ich finde, also sieht halt links aus wie so ein Lebkuchenhaus und deswegen finde ich es ziemlich geil. Hm. Genau. Also finde ich schon cool, jetzt unabhängig davon, dass es mein Set ist oder nicht. Also ich finde es einfach, es ist ein perfektes Weihnachtshaus so. Hm. Genau. Und dann kommen wir zu 2 Fahrzeugen. Hier gehen wir in Folge 48 nochmal und in Folge 63. Und zwar aus, genau, Folge 48 Mindset, nämlich der nostalgische Transporter und aus den Funstars Sabrinas Set, Sabrinas rasende Eistüte hieß die, glaube ich, aus Folge 63. Ja, aber ist auch eindeutig, oder? Ja, weiß ich nicht. Leo, enttäusch mich Ich glaube, nicht. du musst zuerst antworten. Leo, du bist nicht, du bist unabhängig hier. Nein, ich bin Du da. weißt, was wir vorhin besprochen haben. Überwiesen ist überwiesen. Ja, jetzt bin ich noch nicht angekommen, deswegen bin ich bei Lars Folge 48. Ich kann Stark. aber viel mehr damit anfangen. Das Auto ist richtig, finde ich richtig, richtig cool. Und auch die Ja, Figur passt richtig gut zum Auto. Und ja, ist auch so viel dabei zum Aufladen und so. Ja. ja, Okay, Leo hat mich in den Stich gelassen. Lars, wie viel willst du? alles. Sabrina, willst du zuerst antworten? Weil Ja, ich finde immer noch, ich würde wieder wählen. Also wieder meine Eistüte. Einfach, ja, weil Ja. ich die Verbindung dazu eben habe und ich finde das halt einfach ziemlich cool. Ich kann Ja. halt mit dem nostalgischen Fahrzeug nicht so viel anfangen. Ja, ich muss kurz sagen, ich finde das nostalgische Fahrzeug richtig, richtig geil. Ich bin großer Fan davon. Also ich finde es wirklich perfekt und ich habe es damals gesehen und wusste sofort, ich finde es sogar geiler als dieses große Haus aus der Nostalgie-Serie. Jetzt finde ich aber auch auf der anderen Seite, um hier ganz fair zu betrachten, diese rasende Eistüte einfach richtig krass innovativ. Also mir gefällt einfach, dass es sowas gibt. Mir gefallen die Funstars generell. Ich finde das eine witzige Sache. Die haben was Cooles, Innovatives, Neues gemacht so. Gab es vorher noch nicht und finde die cool gestaltet. Und ich finde das irgendwie ein bisschen geiler, weil es irgendwie witzig ist. Und gerade die Eistüte ist witzig. Also ähm, bin für Sabrinas Set, muss ich hier sagen, muss ich gerade Leo ein bisschen enttäuschen, weil Leo für mein Set war. Aber ich finde das ein bisschen geiler irgendwie. Das ist Ist stark. aber ganz knapp. Natürlich. Dann haben wir die Viertelfinals. Die Viertelfinals haben wir schon mal vorbestimmt. Dann geht's direkt in die Viertelfinals rein. Da geht's direkt weiter. Jetzt wird's richtig, richtig heiß. Es gibt nämlich den Vergleich zwischen der königlichen Küche und der Meerjungfrau mit der Farbwechselkrake. Jetzt gibt's Gänsehautmomente hier im Viertelfinale schon, kann ich schon mal sagen. Puh. Ich glaube, in diesem Vergleich entscheide ich mich für die königliche Küche. Ja, Das tut mir selber ein bisschen leid und weh, weil ich die Meerjungfrau und die Krake einfach richtig, richtig toll und cool finde. Ich mag die Farben einfach auch so sehr. Aber in der Küche ja, gibt es so viel mehr zu entdecken. Das spricht mich auch viel an. Also, wie das so zusammengestellt ist. Wir hatten ja vorhin schon ganz viel gesagt, was dafür dieses Set spricht. Und allein diese Punkte ja, führen bei mir zu dem Ergebnis, dass ich mich dann leider für die Küche entscheide. Ja, ich bin da auch bei der Küche. Es sind einfach zwei komplett unterschiedliche Sets. Es ist halt schwer, die zu das stimmt, vergleichen, ja, ja. auch von der Größe her. Aber im Endeffekt kann ich halt mit der Küche schon mehr anfangen und wie halt Sabrina schon gesagt hat, man hat viel mehr zu entdecken und zu machen. Ja. Ja. Ich würde auch generell immer gar nicht so nach Größe gehen. Also Größe ist mir wirklich scheißegal irgendwie. Weil Ja, es geht ja. wirklich nur nach Gestaltung. Also ich versuche das ein bisschen zu trennen. Also natürlich kriegst du in den Einsets mehr, aber das ist ja irgendwie auch ein unfairer Vergleich, weil ja Folgen dann teilweise gar nicht vergleichbar sind mit den Folgen, die dann die Artikel hier gebracht haben. Also das ist ja immer ein bisschen schwierig, aber ich finde einfach nur, weil ich stelle mir immer die Frage so, ist ein Set geil gestaltet oder nicht? Deswegen würden diese 3 Svarten Peats, die ich so geil finde,
Die würden die, glaube ich, bei mir komplett, obwohl das ja nur 3 Figuren sind, komplett durchlaufen. Aber die sind ja schon raus und in diesem Vergleich bin ich auch für die königliche Küche. Ich finde beide Sets geil, aber finde die Küche, glaube ich, auch ein bisschen besser. Also ganz knappe Geschichte, wirklich. Hm. Und dann geht's weiter mit dem tierischen Badespaß, gegenübergestellt mit dem Christbaumschmuck. Oh, ich weiß schon, wo ihr hingeht. Ihr geht beide, glaube ich, zum tierischen Badespaß. Ja. Und ich bin beim Christbaumschmuck und finde den ein bisschen geiler. Aber ihr habt ja schon gerade gesagt, Also ich bleib beim tierischen Badespaß, ja. Ja. okay. Es ist halt einfach von den Farben halt, es ist halt einfach bunter und irgendwie fröhlicher und ja. Mhm. Und Leo, bei dir fand ich so cool, weil du warst ja, also in der Folge 63 warst du ja so ein bisschen auch gegen die Figur, weil dir die Gestaltung nicht so gefallen hat, aber trotzdem sagst du, boah, das ist ein richtig geiles Set. Also das finde ich geil, so, Ja. dass du sagst, das Set ist so übertrieben cool, dass das hier auch eine Runde weitergeht dann. Und dann steht es hier auch 2:1 und dann machen wir auf der rechten Turnierbaumhälfte weiter mit der Zahnfee gegen das nostalgische Kinderzimmer. Ja, die Zahnfee, ganz klar. Ja. Leo, was sagst du? Auch Zahnfee. Komplett. Ja, Zahnfee bin ich auch direkt, muss ich gar nicht drüber nachdenken. Ich finde das Kinderzimmer halt auch richtig geil, aber um gegen die Zahnfee zu gewinnen, müsste es ein bisschen geiler gestaltet sein, finde ich. Da reicht es mir dann irgendwie nicht ganz aus. Die Zahnfee ist einfach ein Traum. Also die geht, glaube ich, richtig weit. Und die gewinnt hier auch in diesem Viertelfinale. Und dann haben wir das nächste Viertelfinale. Und zwar ist das Lebkuchenhaus gegen die rasende Eistüte. Ja, also für mich ist es das Lebkuchenhaus, so leid es mir auch tut, für meine rasende Eistüte, die mega cool ist. Ja. Vielleicht, weil wir gerade Weihnachten hatten und die Zeit das gerade einfach so hergibt. Ja, und es wäre im Sommer vielleicht eine andere Geschichte, ja. Ja, vielleicht, genau. Aber jetzt gerade, ja, ihr habt ja vorhin die Punkte auch schon genannt mit den Elfen. Das ist so stimmig, das ist so rund, irgendwie bringt das Ruhe und Gemütlichkeit. Für mich ist es Ja. das Lebkuchenhaus. Leo, gehst du da auch mit? Ja, voll. Also komplett, ja. Ja. Ich bin sowieso gegen die rasende Eistüte. Also, Endlich ist sie raus. ja. Bei Leo hätte, glaube ich, jedes Set gegen die rasende Eistüte gewonnen. Ich schließe mich da an. Ich finde das Lebkuchenhaus wirklich traumhaft. Bin da riesiger Fan und die rasende Eistüte ist halt aber auch geil. Muss man mal ganz fair sagen. Ich finde, was die da gemacht haben, ist schon richtig cool und ja, ist auch irgendwie ein Highlight. Aber ein Highlight, das nun ausgeschieden ist. Ja. Dann machen wir weiter. Oh, wir sind schon im Halbfinale, ne? Ja. Und zwar haben wir die königliche Küche gegen den tierischen Badespaß. Hi. So, ihr dürft. Fällt mir erstaunlicherweise sehr leicht. Ich nehme den tierischen Badespaß. Nein, wirklich. Doch, Ein doch, Wahnsinn. doch. Also es ist für mich total stimmig. Es ist für mich ein bisschen cleaner. Also die Figur hatte ich ja schon gesagt. Ich mag die ja entgegen Leo total gern. Also ich gucke mir die einfach gerne an. Ich habe das selber jetzt gar nicht so erwartet. Aber jetzt, wo die beiden Sets jetzt so gegenüber, also sich so gegenüberstehen, ist mein erster Impuls. Ich finde den tierischen Badespaß ansprechender, gucke ich mir gerne an. Ja, Ist für mich stimmig. da stehe ich komplett hinter deiner Meinung. Sagst du auch, ja? Ja. Okay. Sehr cool. Ja, ich bin bei der königlichen Küche. Ich finde die geiler, aber ist jetzt eh egal, weil es steht ja schon 2:0 und damit habt ihr ja schon gewonnen. Ich sage auch ganz absichtlich ihr, weil das ja euer Favoritenset ist hier. Also die königliche Küche scheidet aus und der tierische Badespaß geht direkt ins Finale. Und gegen wen dieses Finale stattfinden wird, das werden wir jetzt herausfinden, denn wir haben die Gegenüberstellung im zweiten Halbfinale, die Zahnfee gegen das Lebkuchenhaus. Und jetzt bin ich gespannt, für wen ihr euch entscheidet. Zahnfee.
Leo, soll ich oder willst du? Ich bin fürs Lebkuchenhaus, bin ich ehrlich, ja. Oh, jetzt habe ich Druck, ey. Ja, Oh, ja. Aber so jetzt steht's richtig. 1:1. Jetzt steht es 1:1 und hier sind ja wirklich 2 Sets, die ich favorisiert habe. Also sind ja beide. Ich war ja für die Zahnfee und finde die perfekt. Und das Lebkuchenhaus war ja auch mein Joker und das ist so, ich habe es mir extra gekauft, weil es ein absoluter Traumartikel ist, finde ich. Also ich finde, das ist so perfekt, dass es mir so leid tut jetzt eigentlich, Nein. weil ich bin immer noch ein großer Fan der Zahnfee. Das ist wirklich perfekt mit allem, was da so zu sehen ist. Und mir tut es im Herzen weh, wirklich, weil ich auch diesen mintgrünen Ton mag und alles, was da drauf zu sehen ist. Finde ich wirklich alles geil, auch mit diesem pädagogischen Aspekt dahinter. Aber für mich ist es leider auch das Lebkuchenhaus. Nein. Oh nein. Mein absolutes Lieblingsset rausgeschmissen. Ihr seid so herzlos. Ja, das ist wirklich herzlos. Aber ich verstehe es. Nein, ich kann es verstehen. Das Lebkuchenhaus ist also ein würdiger Duellant Ja, zur Zahnfee. Ja, und würdig auch gewonnen. das ist das Lebkuchenhaus, was Tobi in der Folge 50 noch richtig schlecht geredet hat. Der war da gar kein Fan von und hat mich dafür gehatet, dass ich es endlos liebe. Das ist hier im Finale, also liebe Grüße an der Stelle. Und wir können schon mal sagen und hier klarstellen und erkennen, dass Leo mit seinem einzigen Set, das er hier mitgebracht hat, Ja. Leo ist ja nur einmal vertreten, er ist hier direkt ins Finale durchgelaufen mit einem Spannend. Set, das er hatte. Das ist echt krass. Und im Finale jetzt Leos Set, Leos tierischer Badespaß, Das ist gegen Geld das geflossen. Lebkuchenhaus von mir. Da ist das Geld richtig geflossen. Leo hat richtig tief in die Tasche greifen müssen. Und ich glaube, am Ende muss er aber sagen, die Investition hat sich gelohnt, denn Ja, vielleicht, wenn Leo hier gewinnt, dann kann er in der nächsten Folge König entscheiden, welches Thema er mit wem besprechen will. Und ich würde sagen, weil ich schon lange nicht mehr angefangen habe, würde ich anfangen. Dann könnt ihr ja, weil ihr, glaube ich, eine klare Tendenz vielleicht habt, sagen, wer euch besser gefällt. Ich bin fürs Lebkuchenhaus, weil ich es wirklich endlos liebe. Zum 10. Mal kann ich es hier nochmal betonen. Der tierische Badespaß gibt mir gar nicht so viel. Deswegen fällt mir das hier relativ leicht. Und jetzt hoffe ich einfach, dass einer von euch hier mitzieht und mein Finale rettet. Wobei, das war schon schwer jetzt, ne? Leo, ja. weißt du schon? Boah, es ist schon echt schwer. Ja, Also, ich entscheide mich immer noch für Leos Set. nein, wirklich. Ja, doch. Das ist, Ja, also ich kann es ja selbst gar nicht fassen. Jetzt mal ehrlich, die dritte Rate ist noch gar nicht geflossen, ne? Also mal davon ab. Ja. Ich wurde ja noch nicht entlohnt. Aber ganz freiwillig. Ich harmoniere mit diesem Set. Ich mag die Farben, Pastelltöne, Sommer. Ich Ja. bin ja ein Sommermädchen, auch wenn ich vorhin mich für den perfekten Wintertag entschieden habe. Ja, Ja. ja, irgendwie ist es Tja. ein bisschen entspannter, wirkt das auf mich. Ja, Ich weiß, wofür sich Leo entscheidet. Und dann habe ich es Na, geschafft, Leo. mit einem Set zu gewinnen. krass, Unfassbar. das ist natürlich stark, Leo. Herzlichen Glückwunsch. echt jetzt, Leo, Das hast ist du sehr, sehr dich auch stark. echt geil. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Hätte ich wirklich nicht gerechnet. Das ist somit das letzte Set, bei dem ich gedacht hätte, dass es, obwohl, also ich meine, es ist ein gutes Set, aber ich hätte nicht gedacht, Nein, bei ich auch allen nicht. Sets, die ich so im Vorfeld betrachtet habe, dass das so weit kommt einfach, ja. Also Ich habe krass. gedacht, die Zahnfee. Also Ich muss auch, ich ehrlich ich sagen, ich auch, habe ja. gedacht, die landet irgendwie auf dem Treppchen. Ja, ich dachte auch ein bisschen. Sabrina, schick mir dann einen IBAN, dann gleich zieht es wieder aus. Ist schon unterwegs. Habe ich dir schon geschickt. Wie vereinbart, ne? Ja. Ja, stark. Sehr, sehr cool. Ich finde das Format einfach richtig geil, weil das sehr, sehr viel mit unserem Podcast einfach zu tun hat, weil ja alle Artikel aus den Podcast-Folgen kommen und gerade wenn wir das jetzt mit den verschiedenen 11 Formaten dann nochmal ein bisschen besser aufziehen und wir ganz genau wissen, welche Joker wir verwenden, dann kommen die ja, also die Sets aus den Folgen, kommen wir dann direkt hier mit in diese Königsjoker-Folge, die dann immer den Abschluss dieser 11er-Gruppe bildet. Also Königsjoker wird immer die 11. Folge sein, sodass wir damit dann diese Folgen abschließen. Und ich finde es sehr, sehr lustig halt, weil irgendwie können wir dann die Folgen nochmal ein bisschen Revue passieren lassen und
können uns dann gegenseitig ein bisschen ärgern, indem wir die Sets des anderen rauswählen. Ja, und das Ergebnis ist total offen. Also keiner von uns hätte Ja. heute gedacht, Nein. also keiner wusste vorher, welches Set am Ende auf dem Treppchen landen wird. Also das fand ich jetzt total spannend und schön auch. Ja. Ja, war echt krass. Finde ich auch sehr, sehr cool. Ja, genau. Also von mir aus können wir dieses Spielformat Königsjoker dann immer auch in dieser festen Konstellation machen. Das ist sehr, sehr witzig. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, finde ich. Macht sowieso generell sehr, sehr viel Spaß, mit euch Podcast-Folgen aufzunehmen. Also vielen lieben Dank dafür schon mal. Und Ja. dann würde ich sagen, ja, hören wir uns in der nächsten Folge wieder, wie angekündigt, Folge 72 mit einem neuen Spielformat, das auch richtig witzig ist. Wie gesagt, Spielformat oder die Folge ist schon aufgenommen und da kommen wir dann am Ende des Monats nochmal vorbei. Und zusätzlich können wir ganz kurz erzählen, dass wir dann ab dem Februar wahrscheinlich dann nochmal ein zusätzliches Spielformat machen, was ein bisschen kürzer ist, ein bisschen interaktiver. Da wirst du dann sehr, sehr viel moderieren, Sabrina. Ne? Haben wir schon ein bisschen grob drüber gesprochen, können wir noch ein bisschen ausfeilen. Aber das wird, glaube ich, auch ziemlich interaktiv und ziemlich lustig. Genau. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch beiden und natürlich auch von euch, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Bleibt fröhlich, bleibt gesund. Nochmal herzlichen Glückwunsch an Leo, der hier komplett einmal abgeliefert hat und den Pokal mit nach Hause nimmt. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ciao, ciao. Ciao.